For English subtitles, push the subtitles button. You say the traditional medicine is what quelle chose? Des herbes or des He said the second part is like the spirit part. Okay. For them, when they go back home, they have an alcohol they do here with the oil palm. Yeah. The oil palm. I know the liquor, yeah. Okay. The okay. Okay. And they drink the alcohol, then they eat this fruit, and after they pray. Okay. They pray, and after they they suck it. Yeah, they suck it. Okay. In within what time? Like 1 or 2 hours, or it can be the to suck. Like immediately, or after 3, 4, 5 hours. Okay. He said that when the snake bites him, the cassava, they will eat it right away. Okay. It means that they will continue to eat it when they reach home, before they will drink the alcohol, eat and the fruit, and do the thing. Okay, so it's like 1 or 2 hours everything. Okay. We continue to eat the cassava. And how many times you got bitten, for example, you or him, or what snake? What you said? He was beaten before by He said it is them because they have habitude, they have the skill. They never beat them. Okay. But when they beat somebody, they come to they do like this. And they go to do it for. Okay, also die zwei sind auch noch nie gebissen worden. Ich behaupte jetzt einfach mal, vom Cassava kauen und Palmschnaps trinken bleibt das Bein nicht dran, gell? Ich denke, das so ein Gabunbiss, da ist der Fuß halt ab oder der Arm. Deswegen hätte mich gewundert, die zwei sind völlig unversehrt. Ça, c'est pas snake bite. Let me see. Ich zeige euch was Witziges. Guck mal, sein Finger, seht ihr, der ist ganz schwarz. Wisst ihr, was das ist? Das war keine Giftschlange oder irgendwas. Gestern waren hier Walen in Togo. Comment il dit? Election. So. Gestern waren hier die Walen in Togo. Und wenn die wählen gehen, da haben die alle einen schwarzen Finger. Hier, der Nono auch. Schwarzer Finger, also alles keine Schlangenbisse, das sind alles die Walfinger. Meine leider nicht, obwohl ich erzähle euch noch einen guten Gag. Es ist so hier in Togo, man hat entweder einen Ausweis und darf wählen über die Staatsbürgerschaft. Viele Menschen haben hier keinen Ausweis. Dann reicht es aus, wenn man 2 Zeugen mitnimmt, die bezeugen, dass man Togolese ist, dann darf man auch wählen. Ne? Das heißt also, wenn die Wahl war vorgestern, ich bin gestern erst gekommen, wäre ich vorgestern gekommen, hätte ich mir 2 Togolesen mitnehmen können, sagen, jawohl, ich bin auch Togolese, ich darf auch wählen. Wenn die 2 das bezeugt hätten, dass ich Togolese wäre, hätte ich auch wählen dürfen. Leider einen Tag zu spät, schade, sonst hätte ich hier natürlich auch ins Geschehen eingreifen können. Ja, dieser Gag nur am Rande. Also den Loch hier, meinen sie, ist von einem Steppenvaran, Varanus exanthematicus. So, hier ist der Varan-Code. Mais tu crois, il n'y a pas quelque chose. Er kann an der Spur sagen, wenn das Tier reingeht, was er für eine Spur beim Reinlaufen und was er beim Rauslaufen für eine Spur hinterlässt. Ne? Also er sagt, das können wir uns sparen. Ich meine, gut, 35 Grad hier in der Sonne, beziehungsweise 35 im Schatten, 50 in der Sonne. Da würden für mich auch alle Spuren so aussehen, wie wenn er rausgelaufen wäre. Aber nee, das glaube ich denen auch definitiv. Da sind sie dann doch fleißig und ehrgeizig. Wenn einer drin wäre, würden sie graben.
So, hier ist auch eine Höhle, die sie da gefunden haben. Was man auch dazu sagen muss, dass zumindest die guten Trapper, beziehungsweise die, mit denen man echt Glück hat und also was findet, die kennen sich in dem Gebiet aus. Die kennen man läuft hier so einen Weg lang, da sagen sie, ach guck jetzt hier links oben. Und dann laufen sie irgendwo ins Gebüsch rein. Und dann ist wie hier so ein Termitenhügel, so ein kleiner, mit einem Loch drin. Und irgendwie ist es wohl so, dass die Tiere immer wieder die gleichen Löcher aufsuchen. Okay, also wenn wir Glück haben, Steppenwaran. During the day they come to hide in the bush or yeah? Also tagsüber sind sie wohl doch draußen, die Warane. Müssen sie ja, sind ja tagaktive Tiere. Verstecken sich hier im hohen Gebüsch. Was mich wundert, ich bin ja schon, ich weiß nicht wie viele Tage mittlerweile oder wie viele Kilometer, solche Dinger abgelaufen, solche Wege. Und ich habe echt noch nie so einen Steppenwaran gesehen, obwohl es die scheinbar relativ überall geben soll. Okay, also er wäre nicht im Loch, vielleicht heute gegen Abend. Wollen Sie da mal zurückkommen und gucken? Vielleicht auch nicht schlimm, wenn wir den lieben Waran in seinem Loch drin lassen, beziehungsweise dem sein Loch in Ruhe lassen. Also jetzt gerade noch im Nachhinein kam es noch eben diese Warane, die fangen sie auch nicht bewusst weg, wie jetzt bei den Puffottern oder so, oder selbst auch die Skorpione, weil die den Bauern relativ egal sind, wenn die Warane da sind. Also hier haben sie keine Verpflichtung oder nicht die Aufgabe, die Tiere hier wegzufangen. Wenn die so einen Waranbau sehen, dann realisieren die das, merken sich das Loch, machen sich vielleicht irgendwo wegen ein Zeichen, dass sie wissen, wo das war, und lassen den da drin sitzen. Und wenn zum Beispiel wenn halt eine Bestellung kommt oder wenn Nachfrage danach ist, ich meine, die leben auch davon, muss man natürlich zugeben, wenn so jemand einen Waran sucht, dann gehen die hin und fangen das Tier dann gegebenenfalls. So, wir kommen zurück. Da vorne unser Taxi. Das Dromedar heute Morgen, das wollte einfach nicht mit mir hierher laufen. Deswegen haben wir uns dann doch für die unspektakuläre Methode eines ganz normalen Taxis entschieden. Ich denke, wir waren soweit wirklich toll erfolgreich. Jetzt hoffen wir, dass unser Afrika, unser Reptil-TV-Trip noch so weitergeht. Ich bin zurück in Ghana. Wir waren erfolgreich mit den Gaboons. Ne, ich sage immer Gaboons, aber es waren die Puffottern. Wir waren erfolgreich mit den Puffottern. Ich hatte es schon angedeutet, wir wollen jetzt auch hier mal nach den Krokodilen suchen hier in Ghana. Hier in Ghana gibt es das sehr seltene, CITES Anhang A, Zwergkrokodil, Osteolaemus tetraspis. Es gibt auch das Nilkrokodil, aber das ist nicht ganz so rar. Toll wäre es, wenn wir hier von den Zwergkrokodilen welche finden können. Da machen wir uns heute auf die Suche. Wie leider so oft geht unser Trip durch irgendwelche Sümpfe. Wobei das natürlich auch definitiv nach Krokodilgebiet aussieht hier. Übrigens im Dio, sein hübsches Handtäschchen, was er da bei sich hat, sind 2 Mambas drin. Wir haben den heute Morgen auf der Farm aufgesammelt, wo wir auch damals gefilmt haben. Da hat er heute 2 Mambas eingesammelt, die er jetzt hier spazieren trägt. Vorher waren wir schon sind wir durch eine Polizeikontrolle gekommen. Und die Polizei hält einen hier ja an und durchsucht einen und guckt, ob sie irgendwas findet, damit sie hier ein bisschen ein Schmiergeld rauspressen kann. Und dann wollten sie natürlich wissen, was in unseren Taschen ist.
Und als er hier seine Mamba-Täschchen ausgepackt hat, war das Ganze schnell beendet. Und die Polizei hat uns unbehelligt weiterfahren lassen. Also jetzt haben wir ja Regenzeit. Jetzt ist hier alles sumpfig. Das letzte Mal, wo der Dio hier war und das Krokodil hier gesehen hatte, ist schon 4 Wochen her. Da war noch alles trocken hier. Konnte man hier gemütlich langlaufen. So, wir kommen jetzt an die Stelle, wo das sein soll. Natürlich eine schöne, spannende Landschaft hier. Also da vorne soll die Höhle sein. Oder ist die Höhle? Das Wasser ist jetzt durch die Regenzeit recht hoch. Jetzt sieht man den Eingang von der Höhle nicht. Der Fluss geht natürlich, oder der Bach, noch eine ganze Ecke weiter. Aber jetzt wird er so undurchdringlich. Ich schätze mal, das Krokodil ist immer 20 Meter weg von uns und freut sich, dass wir nicht hinterherkommen. Ja, dann machen wir uns jetzt schweren Herzens wieder auf den Rückweg, wo auch immer der ist. So, eine Stelle wollen wir jetzt doch noch probieren. Hier ist so ein schöner kleiner Pond. Richtig schön tiefes Wasser. Wenn ich Krokodil wäre, dann wäre ich jetzt hier. Aber andererseits, das ist halt so tief und wenn wir hier durchmarschieren und Krach machen, was sich nicht vermeiden lässt, dann zieht er einfach seinen Kopf ein und ist unter Wasser und wir sehen gar nichts. Nach erfolgloser Suche müssen wir jetzt diesen hübschen, aufregenden und abenteuerlichen Fluss verlassen. Hier geht es wieder raus. Bei der Gelegenheit kann ich euch gerade mal noch meine 2 Helfer vorstellen. Mit meinem Rucksack, das ist der Obi. Er ist auch Trapper hier aus Ghana. Das erste Mal, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Obi, have a short look to see your face. Thank you. Und das ist den kennt er von der Mamba-Jagd noch. Das ist der Dio. Ja, Dio ist right, ja, Dio. Mit ihm haben wir vor 3 Jahren, ist mittlerweile her, Mambas gejagt. Er ist der auch weiß, der schon ein Tier gesehen hat. Und, ja, das ist sein Catch of the Day heute. We need to leave it inside, I think. Huh? Ja, okay, also er zeigt uns heute seine Ausbeute. Genau, da sind sein Catch. Oh, is 1 or 2 inside? Is 1. Eine da drin. Die hat er heute gefangen. Um es euch nochmal in Erinnerung zu bringen, das hier ist auch so eine typische. This is typical Mamba area here also, yes. Not these palm trees. Also hier diese Farmen hier mit den Palm Trees. Das ist so die klassische Mamba-Gegend. Hier ist der Dio unterwegs und fängt die Mambas weg. Wie gesagt, die Leute hier, die sind relativ relaxed den Mambas gegenüber, aber sind natürlich auch froh, wenn sie weggefangen werden, dann gehen sie jedem Risiko aus dem Weg. Also, wie gesagt, das ist mein Trupp für heute. Hoffen wir, dass wir erfolgreich sind. Der Dio hat, wie gesagt, im Fluss ein Tier gesehen regelmäßig und das ist immer die beste Option, damit wir erfolgreich sind. Wir sind hier an einem recht interessanten Ort. Wir sind hier nördlich von der Hauptstadt von Ghana. Der Ort hier heißt Nsawam.
Hier ist so eine Art Klinik. Da werden Menschen mit amputierten Gliedmaßen behandelt, beziehungsweise die produzieren hier auch diese Prothesen, die dann die Menschen bekommen, dann auch diese Reha bekommen, lernen damit umzugehen und so weiter. Der Gründer von hier, der das vor über 40 Jahren begonnen hat, der hat sich gedacht, naja, so ein kleiner Zoo hier kann nichts schaden, wegen zur Unterhaltung von den Kindern und auch von den Erwachsenen, und hat hier diese Nilkrokodile angeschafft, die hier hinter mir jetzt in dem Verschlag sind, und die leben jetzt hier seit über 40 Jahren, reproduzieren sich, also das ist ein Pärchen, haben immer wieder Babys und ja, so schlüpfen immer wieder Kleine, die hauen dann irgendwann auch ab hier durch die Behälter, kommen sie zum Teil raus oder sie bleiben da drin. Und wie gesagt, ist letztendlich einfach ein bisschen eine Attraktion oder eine Abwechslung für die vielen Leute, die hier sind und zur Kur hier etliche Wochen oder Monate bleiben müssen. Hier das Pärchen haben sich schön hierher gelegt für uns. Also wie gesagt, das rechte Tier ist das Weibchen. Hätte jetzt auch wieder Eier drin, sagen die Leute hier. Ja, man sieht schon einen relativ breiten Bauch. Die müsste also demnächst wieder Eier legen. Sind Nilkrokodile, ja, Crocodilus niloticus. Die Größe finde ich wirklich interessant, weil sie also deutlich unter 2 Meter sind. Ne? Nilkrokodile sagt man immer Riesentiere und so weiter, aber das sind ja wirklich mit vielleicht 1,80 Meter oder so absolut überschaubare Größe. Ne? Erst wo ich das Gehege gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, wie sollen da Nilkrokodile schön leben können? Aber wenn das so Zwerge sind, dann ist das natürlich möglich. Hier mal noch kurz ein bisschen die Einrichtung zeigen. Der Mann mit der Mütze hier ist der Krokodilpfleger sozusagen oder Gärtner hier, der das macht. Da sind die Häuser. Und das hier ist so die Einrichtung. Also hier ist gerade Mittagessen angesagt. Wir sehen hier die jungen Leute, Kinder, Jugendliche, die alle hier bei uns würde man sagen, Reha sind. Hat jetzt nichts mit Reptil TV wirklich zu tun, ist einfach der lustige Zufall, dass wir hierher kamen. Hier im Dorf haben wir gesagt, hier werden Krokodile gezüchtet, wir sollen uns das anschauen. Und so kam man jetzt an den Ort, der die Reptilienzucht hier mit so einem sympathischen Projekt verbindet. So, wir sind jetzt hier in der Werkstatt. Okay, ja. Hier werden die Krücken angefertigt. Alles klassische Handarbeit, Schreinerarbeit. So, hier sind wir in der Werkstatt, wo die Prothesen hergestellt werden. Also interessant, wird hier wirklich alles vor Ort produziert, ne? Hier sehen wir alte, ausrangierte Prothesen. Okay, und hier werden die künstlichen Beine gemacht, also dann die, wo dann auch entsprechend echt aussehen sollen. Also hier auch sehen wir, sämtliche Größen sind vertreten, von Babyschuhen bis große. Hier ist wohl so die Ausgabe von den fertigen Sachen. Also die fahren herum hier, das ist, wo sie mit ihrem Bus rumfahren und Menschen besuchen oder aufsuchen und dort dann vor Ort helfen. Wir sind jetzt hier noch bei so einem anderen Gebiet. Die haben uns, also hier aus dem Dorf, die hatten gemeint, dass hier
dass sie hier als ein Krokodil, das schon lange hier eins lebt von den Dwarfkrokodilen. Jetzt müssen wir schauen, beziehungsweise wir haben geguckt, ich meine hier in dem Wasser, das ist wahrscheinlich schwierig. Da war der Fluss von vorher schon ein bisschen angenehmer. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Leute hier fragen können, wo der Alt sein soll. Der Obi ist hier rundherum geschlichen und hat wohl irgendwas. Okay, der steht da mit dem Krokodilschwänzchen in der Hand. You find him. Das Tier lebt wohl hier. Upsa. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist fast zahm. Die Leute, die füttern es hier wohl gelegentlich. Aber eben anfassen könnte man es nicht, sagen die. Wir halten es jetzt fest, weil sonst wird es natürlich vor uns abhauen und hier in dem grünen Pond sich aus dem Staub machen, was ich nicht will oder wo ich definitiv nicht hinterher will. But this is the dwarf, the black dwarf. Okay, ja, also mein Glas sieht man natürlich. Es ist kein Nilkrokodil, sondern ist echt so ein schwarzer kleiner. Okay. Freut mich natürlich, dass wir doch erfolgreich waren heute. He become your friend? Don't look too much like your friend. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Kerl hier, dass wir den unter Kontrolle kriegen, einfach damit er nicht abhaut und dass wir ein schönes Outro machen können. Okay. Der hat trotz allem ganz schön Kraft. Also, der Catch of the Day. Wir waren tatsächlich heute noch erfolgreich. Ich hätte es ja eigentlich nicht erwartet hier an dieser Stelle oder zudem auch das natürlich echt mal Glück ist, dass der nicht im Wasser ist, sondern da draußen hockt. Der Tag geht zu Ende, ich bin verschwitzt, ich bin dreckig wie Sau, aber wir haben das, was wir gesucht haben. Ich habe nicht immer mehr damit gerechnet, beziehungsweise war jetzt einfach ein Zufall, dass das hier oder dass wir hier noch so ein halbzahmes Tier erwischen, das hier einfach lebt und tatsächlich jetzt heute auch auffindbar war. Also so sehen sie aus, die schwarzen Zwergkrokodile von Afrika. Die Puffottern haben wir auch gesehen. Für mich war es ein erfolgreicher Trip. Ich konnte euch einiges zeigen, vor allem wir konnten auch die Natur zeigen. Das ist mir ganz wichtig, wo die Tiere leben. Ich denke, daraus kann man auch als Terrarianer lernen, wie sie leben, wo sie leben, was für ein Klima, was für eine Umgebung. Also bleibt mir treu bis zum nächsten Mal und checkt my boards und checkt Afrika, wenn ihr die Gelegenheit habt. Scheiße. Grinsen vergessen. Mach's einfach nochmal, ich habe gerade eh Zeit. Bleibt mir treu bis zum nächsten Mal und checkt meine... Ach, scheiße. Sehr schön.